Hallo meine Lieben, ich hatte euch vor, glaube ich, 3 Wochen war das, habe ich euch die Plattform Creative Fabrica gezeigt und da drin hatte ich auch gesagt, dass ihr da auch Malbücher machen könnt. Und diejenigen, die jetzt gedacht haben, na, das ist was für Kinder, da würde ich gerne widersprechen, weil ich denke, dass das was ist, was auch Erwachsenen, die gerade so ein bisschen in stressigen Zeiten sind, wirklich eine gute Möglichkeit ist, sich auch ein bisschen zu entspannen, da einfach das Malbuch zu nehmen, ein paar Stifte zu nehmen und einfach drauf loszumalen und eben das entspannt dann auch wirklich. Und ich wollte euch deshalb auch mal zeigen, wie ich so ein Malbuch mache und das eben mit Dateien, die ich von Creative Fabrica habe. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Ich hatte euch, wie im Intro schon gesagt, die Seite von Creative Fabrica schon mal gezeigt und da bin ich ganz einfach bei der Suche hin und habe gesagt cute, also süß, dann war es Dragon für Drachen und dann Coloring Pages für Malseiten. Und da seht ihr jeweils auch, wie viele Seiten ihr bekommt. Hier sind es 100, hier sind es 100. Hier steht jetzt nichts, da nehme ich mal an, weil vom Bild her, dass es nur eine ist. Wenn ihr dann mehr dazu wissen wollt, müsst ihr einfach drauf gehen. Und ich hatte, hier waren es 20, Moment. Also es kann durchaus eine Weile dauern, bis ihr genau das Richtige findet, was ihr sucht. Ich würde behaupten, das war die hier. 100 Seiten. Hier steht aber 160 plus. Also, und wenn ihr da dann durchgeht, seht ihr auch schon Beispiele dazu, wie die Seiten aussehen. Das habe ich dann heruntergeladen auf mein iPad und das dann in meinen Dateien gespeichert. Und wenn ihr das herunterladet, dann kommt das als ZIP-File. Das wird aber schwierig damit zu arbeiten, deshalb mache ich den ZIP-Folder immer zuerst auf. Mit dem iPad ist es super bequem, weil ich kann eigentlich nur drauf gehen und dann öffnet es den ZIP-Folder und macht einen normalen Ordner draus. Und das ist der hier. Und da habe ich dann JPEGs drin, PNGs drin, Cover Images drin und das PDF. Und wenn wir das PDF angucken, dann seht ihr, dass ihr 163 Seiten habt. Das sind also 163 Seiten mit Drachenbilder zum Ausmalen. Und ich finde die echt super, super, super süß. Und ich habe mir dann einfach die quasi rausgenommen, weil ich gesagt habe, die will ich haben. Ich habe mich versucht einzuschränken, damit das Buch nicht allzu dick wird. Ich bin, glaube ich, bei 52 gelandet. Ja, ich werde das Buch allerdings auch nicht A4 machen, sondern ich werde es kleiner machen. Und deshalb mache ich beim Ausdrucken ganz einfach, also natürlich nehme ich nur die Seiten, die ich dann haben will. Und ich mache jeweils 2 Seiten pro Seite und so bekomme ich die Größe ca. A5. Jetzt kann ich die ausdrucken und hier kann ich sagen, Moment, Bereich 1 bis 52, ich will Papierformat A4, aber ich will nicht eine Seite pro Blatt, sondern ich will zwei Seiten pro Blatt und ich will die Qualität auf optimal. Das heißt, ich habe meinen Drucker, der via WLAN angeschlossen ist, nur eine Kopie aller Seiten. In Farbe drucken brauche ich eigentlich gar nicht, aber ich lasse es jetzt mal. Papierformat A4, Medienqualität habe ich auf optimal und 2 Seiten pro Blatt. Und natürlich nur einseitig bedruckt, weil fürs Kolorieren brauchen wir das ja eher nur einseitig. Und ich verwende da ein
200 Gramm Papier, so ein stärkeres Papier, was ich super finde zum Kolorieren, mit Stiften oder mit Malstiften. Also zum Beispiel mit den Copic-Markern kann ich das wunderbar, aber auch mit normalen Malstiften. Und wenn ich das jetzt machen würde, damit man das mit Wasserfarbe quasi kolorieren kann, dann würde ich da eher ein Aquarellpapier nehmen. Aber ich drucke das jetzt mal so aus. Ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen zu schneiden, und zwar habe ich einfach geguckt, dass ich ringsherum 1 Zentimeter Rand lasse, ne? Dass es nicht direkt am schwarzen Rand geschnitten wird. Und da habe ich mir einfach angeguckt, also einmal von oben, ne, wenn ich das hier 1 Zentimeter habe, habe mir das angezeichnet, und dann habe ich das hier ins Schneidebrett reingelegt. Und dadurch, dass ich das schon ein paar Mal geschnitten habe, sehe ich hier, wo die Schneideklinge entlang rollt. Und habe einfach geguckt, da wo ich die Markierung hatte, wo das zu liegen kommt, hier drüben, und da war ich bei 19,5. Das heißt, ich weiß, ich kann alle Blätter auf der oberen Kante bei 19,5 cm schneiden, und so bin ich eigentlich quasi durch den ganzen Stapel. Dann habe ich dasselbe unten gemacht, das heißt, ich habe geguckt, wenn ich das abmesse, 1 cm, habe mir hier eine Markierung gemacht bei 1 cm, habe dann wieder geguckt, wo ich zu liegen komme, wenn die Schnittkante hier bei der 1 cm Markierung ist, und da hatte ich 18 cm, und genau so habe ich dann jedes Blatt geschnitten. Dann habe ich hier geguckt, und hier zwischendrin sind genau 2 cm bei mir. Das heißt, ich konnte einfach die Mitte markieren, und dann wusste ich, wenn ich das von der Seite aus messe, sind es 14,8 cm. Na? Wenn es richtig gedruckt ist. Da schien es ein bisschen verrutscht gewesen zu sein, aber ist okay. Muss ja nicht absolut perfekt sein. Jetzt habe ich 2 Stapel, wo auf der einen Seite hier zu viel ist und auf der anderen Seite hier zu viel ist. Das heißt, ich habe die Seite hier so gelassen, die umgedreht. Und jetzt von hier aus sind es 14,3 cm, dann habe ich hier schön 1 cm Rand. Das heißt, ich schneide die jetzt alle noch bei 14,3. Ich weiß, es ist ein bisschen viel schneiden. Wie gesagt, ihr könntet natürlich das Ganze einfach auf A4 machen. Da müsst ihr gar nichts schneiden. Aber ich wollte das in einem kleinen handlichen Format haben. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. Jetzt will ich die Bindung mit Discs machen, und was ich da jeweils mache, ich schneide mir einfach ein Blatt zurecht, was gleich lang ist, damit ich sehe, wo ich das am besten stanze und das beste Ergebnis bekomme. Ihr seht, ich habe es hier mal ausprobiert, dann war einer der Pilze direkt an der Kante, das will ich natürlich nicht. Und ich habe gemerkt, es funktioniert am besten, wenn ich hier diese Hilfe, die beim F reingebe, und mein Blatt ist 18 cm breit, und wenn ich das dann reingebe, einmal stanze und dann hier das beim letzten Loch hier diese Hilfe reinmache und das Ganze, und immer gut gucken, dass es hinten anliegt, noch einmal stanze, dann habe ich hier eine wunderbare Verteilung. Und deshalb werde ich jetzt alle so stanzen oder lochen,
dass ich hier die Hilfe beim F reinmache. Und so gehe ich quasi durch den ganzen Stapel durch. Ich nehme jeweils 3 Stück zusammen. Da kommt die wunderbar durch. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation. So, ich bin mit der Erstellung der Seiten fertig. Ihr seht, das ist durchaus eine Menge. Bei der Hälfte habe ich noch was vergessen, weil ich finde es schöner als Abschluss, wenn hier auf der Seite die Ecken abgerundet sind. Und deshalb werde ich das bei dem Rest auch noch gleich machen. Und ich habe bei einigen gesehen, dass sie da jeweils ein bisschen Probleme mit diesem Eckenabrunder haben. Ihr müsst einfach drauf gucken, dass ihr das auf beiden Seiten, dass das anlegt. Ich ruckel da immer so ein bisschen hin und her, bis ich merke, jetzt liegt es wirklich drin. Und dann runde ich die Ecke ab. Ihr könnt auch das umdrehen und dann seht ihr es quasi auch, wie das Papier drin liegt. Ich mache das jeweils von der Seite, ruckel einfach so ein paar Mal hin und her, bis ich merke, okay, es sitzt richtig und dann kann ich hier die Ecken abrunden. So, gesagt, getan. Dann haben wir jetzt hier wunderbar auch abgerundete Ecken. Und so einen schönen Abschluss. Jetzt will ich natürlich das Ganze noch einfassen, das heißt vorne und hinten auch noch mit Graupappe eine Abdeckung machen. Die eine habe ich schon gemacht. Ich habe es ganz einfach mit schwarzem Papier eingefasst. Und zwar habe ich, also die Graupappe ist gleich groß wie die Seiten. Bei der Breite 14,3 waren das und in der Höhe 18. Und das schwarze Papier habe ich dann einfach 1,5 oder 3 cm größer gemacht, dass ich auf allen Seiten 1,5 cm habe. Das heißt, hier sind 17,3 und hier sind es dann 21. So, jetzt klebe ich das mit Flüssigkleber fest. Ihr könnt es auch machen mit Klebeband, Doppelklebeband, wie auch immer ihr das gerne hättet. Und ich kriege auch immer wieder Fragen wegen diesem Kleber, den ich verwende. Das ist so ein Schweizer Ding, der heißt Zementit-Kleber, Weißkleber. Ich liebe es, mit dem zu arbeiten, aber der ist, soweit ich das verstanden habe, leider nur in der Schweiz erhältlich. Mir war das so gar nicht bewusst, weil wir arbeiten damit schon, also ich habe schon in der Schule quasi mit dem gearbeitet. Aber da findet ihr sicher auch irgendetwas Ähnliches, was für euch dann auch passt. Halte ich hier auch kurz noch die Ecken zurück. Man muss dieses Teil nicht zwingend haben, aber seit ich es habe, verwende ich es echt immer wieder, weil es so praktisch ist, weil ich so schön gleichmäßige Ecken bekomme und der Abstand hier auch passt, weil ich nicht direkt natürlich an die Graupappe schneiden will, weil die sonst hervorguckt, wenn ich dann das Papier umlege. So. Dann könnt ihr das schon mal so ein bisschen in die richtige Richtung biegen. Und dann das Ganze festkleben. Das habe ich gar nicht gesagt. Das ist ganz einfach ein 300 Gramm Papier,
was ich hier verwende. 220 geht natürlich auch. War jetzt einfach gerade das, was ich hatte. Und hier bei den Kanten, da habt ihr eine Überlappung und ich mache das jeweils so, dass ich die einfach so ein bisschen runterdrücke. Dann legt sie sich nachher auch wunderbar. At age 18, we had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling, but it's too late now. Dann haben wir schon mal eine Seite schön eingefasst und dann habe ich oben drauf, also für die Abdeckung innen, habe ich 14 cm mal 17,5. Und das können wir hier auch draufkleben. I just miss you. I just miss you. Oh, I miss you. Und da das gleich groß ist wie die Seiten, kann ich das auch wieder gleich stanzen. Das heißt, ich habe hier die Absperrung beim F reingemacht. Und wenn ihr stanzt, müsst ihr gucken, dass ihr jeweils das auch schon, oder müsst ihr. Ich habe nicht 100% den gleichen Abstand oben und unten. Und deshalb habe ich darauf geachtet, dass das hier die Außenseite ist, weil das hinten ist. Gucke mich hier die Innenseite an, damit es dann richtig passt. Und bei dem hier gucke ich, dass mich die Außenseite anguckt. Kann man das reinmachen. Mit Schmackes stanzen. Dann hier auch wieder das letzte Loch hier festmachen. Gucken, dass es hinten schön anliegt. Und nochmal stanzen. So, dann haben wir jetzt hier die Vorder- und Rückseite und das gibt dann ein schönes Buch. Jetzt dachte ich mir so, schwarz will ich das natürlich nicht verschenken und deshalb machen wir hier noch was drauf. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr Dateien in den Cricut Design Space reinbekommt, bei der Datei, da waren schon ein paar ausgemalte Motive mit dabei. Da habe ich einfach gesagt, hochladen aus den Dateien, also Dateien durchsuchen und bin dann dahin, wo ich die gespeichert hatte. Und da hat es eben auch diese Cover Images und da habe ich mir das ausgesucht, was ich gerne hätte. Ich nehme jetzt noch ein anderes, was passt. Nehmen wir den kleinen hier. Und dann habt ihr quasi einen weißen Hintergrund, weil das keine PNG mit transparentem Hintergrund sind. Dann kannst du hier sagen auswählen und auf die weiße Fläche draufdrücken. Und dann wird der Hintergrund, sieht so mit dem Karo-Muster aus und dann wisst ihr, okay, der ist jetzt weg. Es hat hier noch einzelne Flecken, aber ich will eh nur die Umrahmung schneiden von dem her und ich mache noch ein Offset, dann passt es eigentlich besser, wenn ich das drinnen lasse. Kann ich sagen, anwenden, hier drucken, dann schneiden, auswählen, gebe dem einen Namen und sage hochladen. Und dann habe ich den hier. Und dann habe ich mir geguckt, wie groß darf der sein für aufs Buch. Und habe dann gesagt, das ist 9 cm in der Breite maximal. Dann habe ich den hier. Und dann habe ich gesagt, ich will aber hier noch ein Offset. Und ich gucke da beim Offset einfach jeweils drauf, dass es nicht zu große kleine Teile, kleine Teile, super gesagt, dass es einfach nicht zu viele kleine
Teile hat. Ich habe hier jetzt zum Beispiel ein Dreieck, darum kümmere ich mich gleich, sage hier fertig, also das sind 0,28 cm, sage fertig, dann wird er grau, dann kann ich hier die Farbe wechseln auf weiß anwenden und ich bin immer noch auf dem Hintergrund, also auf dem Offset und dann kann ich hier bei Aktion sagen Kontur und sehe, hier hat es dieses Dreieck und das blende ich aus, dann habe ich wirklich nur die Kontur ringsherum. Wenn ihr noch zusätzliche Elemente ausschneiden wollt, einfach nur aus Karton, damit ihr die dahinter kleben könnt und das ein bisschen stabiler machen, könnt ihr das auch so machen, dass ihr bei den Ebenen einfach sagt, duplizieren. Könnt ihr die so ein bisschen verschieben. Das hier nur schneiden und die beiden hier markiere ich und dann sage ich Ebenen. Weil jetzt ist es alles auf einer Ebene. Jetzt kommen wir zu meinen kleinen Schwierigkeiten. Ich wollte das eigentlich vom iPad aus quasi ausdrucken, aber ich zeige euch, was passiert ist. Der hat sich konsequent geweigert, das Bleeding, also dieses Auslaufen hier an der Kante entlang, nicht zu machen. Das wäre eigentlich weiß bei mir. Aber er hat, egal was ich eingestellt habe, hat er gesagt, nee, ich will das behalten. Zeige euch das kurz. Blende die anderen aus. Jetzt habe ich nur noch diesen Drachen, sage herstellen. Und jetzt hat es hier Anschnitt für Drucken, dann schneiden. Ich habe das weggemacht. Und trotzdem hat er mir immer wieder diesen Anschnitt hinzugefügt. Fand ich suboptimal. Von dem her bin ich dann auf den PC rüber und habe es von da aus ausgedruckt und dann ausgeschnitten. Das heißt, ihr würdet, geht jetzt hier auf Weiter. Er sucht meinen Plotter. Geht jetzt gerade nicht, weil mein PC irgendwie mit ihm arbeitet. Aber ihr könntet hier weitergehen, das Ganze ausdrucken und dann das auf die Schneidematte legen, euer Material auswählen und dann ausplotten. Das in der Theorie. In der Praxis ist es aber so, dass ich meinen Plotter neu kalibrieren muss, weil er immer daneben schneidet oder größtenteils. Also er macht den Abstand hier ringsherum nicht wirklich sauber. Je kleiner man geht, desto schlimmer wird es dann. Also hier habe ich eine weiße Kante, hier habe ich nichts. Ne? Oben weiße Kante, unten nichts. Also den müssen wir mal neu kalibrieren. Von dem habe ich jetzt die beiden genommen. Eins für vorne drauf und eins klebe ich dann hinten bei der letzten Seite hier noch in die Ecke. Einfach als wiederholendes Element. Schriftzug habe ich auch einfach einen Schriftzug aus dem Cricut Design Space genommen, habe da ein Offset ringsherum gemacht und das noch zweimal ausgeschnitten. So, und dann habe ich mir überlegt, wie ich das Ganze gerne gestalten möchte. Weil der Drache kommt hier drauf und dann diese drei aufeinander und die hier unten. Und ich fand es ringsherum so ein bisschen leer. Und dachte mir zuerst, ich blende hier ganz einfach mit den Oxide Distress Inks eine Seite und mache die dahinter. Hat mir dann aber irgendwie auch nicht gefallen. Dann dachte ich mir, na, dann nehme ich farbigen Karton. Hat mir aber auch nicht gefallen. Dann dachte ich mir, ich mache einfach Punkte noch drauf, um das Schwarz wieder aufzunehmen. Aber das hat mir dann auch nicht gefallen und schlussendlich bin ich jetzt bei der Lösung, dass ich einfach sage, ich mache die schwarzen Punkte direkt auf das Buch drauf. So ein bisschen da verteilen, wo der Drache nicht ist und klebe die dann fest. Weil so habe ich trotzdem so ein bisschen Struktur, aber es lenkt nicht zu stark ab. So in etwa möchte ich das gerne haben. Eine fehlt mir noch und dann kann ich auch euch gleich zeigen, wie ich die Punkte gemacht habe. Ich habe hier ganz einfach eine 1 cm Stanze und habe da, war jetzt nicht perfekt rund, Moment. Jetzt haben wir einen, und dann kann ich die hier ganz einfach platzieren. Wo hatte ich denn jetzt das Loch? Hier.
So gefällt es mir und genau so klebe ich das jetzt fest. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like. So, dann haben wir hier ein wunderbares Spiel mit diesen Punkten. Und dann klebe ich mal die hier aufeinander. But it's too late now. I just miss you. I just miss you. Weil dadurch ist das Ganze jetzt schön stabil. Kann ich gucken, wo der Drache schlussendlich landen soll. Das wird so in dem Stiel sein. Den klebe ich direkt auf die Seite drauf. Respektive, nee, sorry. Ich mache, hier habe ich 3 Schichten und da mache ich je 2 Dimensionals hinten drauf. Weil sonst sieht man hier die Abhebung der Punkte. Das will ich natürlich nicht. Das heißt, ich nehme mir hier einfach ein paar Papierresten und bastle mir meine Dimensionals kurz selber. So einfach sind Dimensionals aus Papierrasten gemacht. Oh, das kleben wir jetzt hier schön oben drauf. Dann noch den Spruch unten. Jetzt muss ich hier trotzdem 3 Dimensionals machen, weil ich hier 2 Lagen aufeinander habe, damit es wieder so ein bisschen ausgeglichen ist. So, das war die Vorderseite. Und bei der Rückseite, wie gesagt, mache ich den kleinen hier noch in die Ecke rein. Einfach als kleines wiederholendes Element. So, dann haben wir das. Und jetzt ist das letzte, was ich noch tun kann, das Ganze auf die Discs aufzustülpen. Bei der Graupappe, weil die so dick ist, haben wir das Thema, dass sie sich jeweils so ein bisschen wölbt. Aber das könnt ihr wunderbar wieder zurückbiegen, damit das hier alles wieder schön gerade ist. Ich mache hier, glaube ich, zuerst noch die zweite Seite drauf, weil das ein bisschen einfacher geht, wenn da noch nicht zu viel dran hängt. Nothing else
Und es hatten tatsächlich alle Seiten drinne Platz. Und so ist mein kleines Drachenmalbuch fertig. Und das Schöne ist jetzt halt einfach, ich kann, wenn ich eine Seite ausmalen will, kann ich die rausnehmen. Sagen wir mal, ich will den hier. Kann ich den rausnehmen wieder, weil es eben die Pilzbindung ist. Kann dann den ausfärben und wenn ich durch bin, kann ich den wieder reinmachen und zwar an einer x-beliebigen Stelle. Wenn ich sage, ne, ich will alle, die ich schon gemacht habe, nach vorne nehmen, dann seid ihr da wunderbar flexibel und dann eben hinten noch den kleinen nochmal wiederholt. Ich weiß, es sind viele Drachen, aber das Schöne ist, weil es ein Fabelwesen ist, kann ich da mit allen möglichen Farben drauf gehen, auf die ich gerade so Lust habe. Und ja, ich denke mal, das könnte der Person, für die das ist, durchaus Spaß machen. Aber ihr macht es natürlich so, wie ihr das gerne hättet, mit den Motiven, die ihr gerne hättet. Für mich waren es heute diese Babydrachen, aber eben auf der Plattform bei Creative Fabrica gibt es so viele verschiedene Motive und Seiten. Da findet ihr garantiert irgendetwas, was auch euch passt. Das war's dann aber auch schon, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich eben, wie ihr so ein kleines Malbuch mit einer Sinnspindung machen könnt. Und ich hoffe, euch hat die Idee gefallen, dass ihr da selber auch Lust habt, das auszuprobieren. Natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the rain.